Wir sind gestartet zu unserer Reise in die Schweiz, haben die erste Etappe hinter uns. Als nächstes möchten wir einen relativ neuen Stellplatz in Lemgo anfahren und den stelle ich in diesem Video vor. Herzlich willkommen dazu. Wir fahren jetzt in die Stadt Lemgo ein. Diesen Stellplatz hier in Lemgo hat uns ein Mitglied aus unserer oder meiner Hako Facebook-Gruppe empfohlen. Deshalb fahren wir ihn an. Wir haben auch auf Bildern schon gesehen, es sieht relativ gut dort aus. Der Stellplatz Heimatcamping Lemgo liegt fast in der Stadt oder liegt in der Stadt, kann man sagen. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Hier auf der linken Seite ist gleich die Zufahrt zum Stellplatz. Wenn man da ein bisschen schnell ist, ist man schnell vorbei. Hier auf der linken Seite, wo die Fahne zu sehen ist mit der Flasche drauf, dort ist der Stellplatz und auch die Zufahrt. Wir haben es auf Anhieb nicht gleich gesehen und sind vorbeigefahren, konnten dann aber 50 Meter weiter auf einem Parkplatz wenden und dann von der anderen Seite den Platz anfahren. Wir haben hier nicht reserviert, man hätte reservieren können über die App MyStop24. Ich habe das auch versucht, ist mir aber nicht gelungen und insofern sind wir so einfach aufs Geratewohl diesen Platz angefahren. Jetzt kommen wir von der anderen Seite und nehmen die erste Zufahrt hier zum Stellplatz. Es gibt insgesamt zwei, so weiß ich es zumindest, aber wir haben nur im ersten Moment diese hier gesehen und stehen jetzt gleich hier vor der Schranke. Wir wussten im ersten Moment nicht so recht, was wir jetzt tun müssen, aber dann kam jemand aus dem Gebäude, ein junger Mann, und der erklärte uns dann, wie es hier weitergeht. Und da muss man dann hier sich einchecken auf diesem Automat. Das haben wir dann auch gemacht, den kennen wir. Bekommt eine Karte, mit dieser Karte kann man die Schranke dann öffnen und auf den Platz fahren. Es gibt zwei Bereiche hier auf dem Stellplatz, einmal die Regenstorwiese und dann die Schlosswiese. Das sind unterschiedlich große Parzellen und Plätze. Wir durchfahren jetzt den vorderen Bereich. Hinten am Ende gibt es wieder eine Schranke. Dort können wir den Platz wieder verlassen und fahren dann auf den hinteren Bereich auf die Schlosswiese. Die Preise hier für die Plätze liegen zwischen 20 und 30 Euro, je nachdem, wie groß die Plätze sind und welchen Komfort die Plätze bieten. Wir stellen unser Mobil erstmal ab, da wir nicht ganz genau wissen, wie es so hier jetzt genau weitergeht, um zu schauen, wo können wir gut stehen oder wo sind überhaupt die Plätze, die wir hier gebucht haben bzw. bezahlt haben. Um die Schranke immer jeweils zu öffnen, dazu nutzen wir die Karte, die wir beim Einchecken bekommen haben. Und hier gibt es so ein Terminal, dort hält man die Karte vor, dann öffnet sich die Schranke und man kann den Platz befahren oder verlassen. Jetzt sieht man schon, wie großzügig das alles hier ist. Die Plätze, jeweils dazwischen immer ein Grünstreifen. Es wirkt schon fast wie ein Campingplatz. Wir haben uns eine Parzelle im hinteren Bereich ausgesucht mit Blick in die Natur. Am Morgen hat es noch geregnet, jetzt scheint die Sonne. So können wir draußen sitzen, haben viel Platz vor unserem Wohnmobil. Also auch die Markise kann man rausfahren, alles kein Problem. Wer nicht vor seinem Mobil sitzen möchte, der kann sich hier an den kleinen Fluss setzen, der hier vorbeiführt. Dort dann die Natur voll genießen. Beim Einchecken habe ich den Betreiber vom Stellplatz kennengelernt, ihn gefragt, ob er mir vielleicht ein paar Fragen beantwortet zum Stellplatz. Dazu war er gerne bereit.
Ja, ich stehe hier auf einem relativ neuen Stellplatz oder bin hier auf einem relativ neuen Stellplatz und vor mir steht der Chef. Ich weiß mittlerweile, dass er Dennis heißt. Genau. Und der soll uns jetzt so ein bisschen was sagen hier zu seinem neuen, ich denke relativ neuen Campingplatz, Stellplatz. Dennis, erzähl, was ist es? Ja, es ist ein Reisemobilstellplatz und wir sagen da gerne zu, das ist mit einem kleinen Plus dabei. Aufgrund dessen, dass wir relativ viel Grünfläche hier haben. Wir haben 54 Stellplätze, 2 Gigaliner, eine Vanlife-Wiese, eine Zeltwiese. Aber dadurch, dass wir einen alten Baumbestand haben, relativ viel Grün, ist es mehr so ein Reisemobilstellplatz plus. Einige denken, es hat so ein bisschen was von Campingplatz, aber wir verstehen uns eher als Reisemobilstellplatz, der auch Wohnwagen zulässt. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, werde ich immer wieder gefragt, dürfen dort auch Wohnwagen stehen? Und das ist hier bei dir gewährleistet, da hier können auch ohne weiteres Gespanne kommen, also Pkw und Wohnwagen sind hier herzlich willkommen. Auf jeden Fall. Also meine Frau und ich, als unsere Kinder noch klein waren, wir hatten früher einen Wohnwagen und wir fanden es immer sehr schade, dass wenn wir in die Urlaube gefahren sind, wir mit unserem Wohnwagen nicht auf die Stellplätze durften. Und da haben wir gesagt, wenn wir das mal irgendwie die Möglichkeit haben, so einen Platz betreiben zu können, dann machen wir das anders und das haben wir jetzt hiermit getan. Genau. Ja, damit hört man schon raus, du bist selber oder ihr seid selber auch Camper und das nicht erst seit gestern, schon länger. Ja. Heute habe ich gesehen, fahrt ihr ein Wohnmobil. Ja. Habt jetzt wahrscheinlich wenig Zeit, weil ihr euch auf den Platz kümmern müsst. Ja, also ich bin ja in so eine Camperfamilie eingeheiratet. Meine Frau, die ist schon seit über 40 Jahren dabei und hat mich dann fürs Campen mit begeistert. Wir haben damals einen kleinen LMC gekauft und immer zur Probe. Und nach dem ersten Urlaub war schon klar, da bleibe ich dabei. Und ja, jetzt sind wir lange Zeit dabei. Unsere Kinder sind quasi im Wohnwagen groß geworden und lieben das Campen genauso wie wir. Hört sich alles gut an. Jetzt aber zu deinem Platz mal weiter. Und zwar stehen wir hier vorne vor dem Check-in. Genau. Das ist so ein Automat. Vielleicht mit ein paar Worten erklärt sich, glaube ich, fast von selber das Ding. Man hat ein großes Display, kann die Sprache wechseln und entsprechend einstellen. Genau. Also wir sind ein relativ autarker Wohnmobilstellplatz. Meine Frau hat ihren Hauptjob, ich habe meinen Hauptjob und wir haben versucht, den Platz so autark wie möglich zu gestalten. Und deswegen können sich unsere Gäste, wenn sie nicht online schon vorreserviert haben, hier selber einchecken am Automaten. Guthaben auf eine Karte buchen für Strom, für Abwasser und so weiter und so fort und können sich selber dann nach dem Urlaub wieder auschecken und bekommen das, was sie nicht verbraucht haben an Strom, an Wasser etc. wieder gut geschrieben. Ja, okay, man kennt oder ich kenne zumindest diesen Automaten schon an verschiedenen Plätzen, den schon genutzt und funktioniert einwandfrei. Auch das Schöne, dass man nur das bezahlt, was man wirklich verbraucht. Wenn man Wasser 10 Liter nur braucht, bezahlt man auch nur 10 Liter und nicht 100 Liter. Ja, genau. Auch das war uns relativ wichtig durch die vielen Urlaube, die wir so hatten, gerade im Süden. Es gibt immer eine Pauschale und da ist der Strom mit drin. Und wenn wir mal nur eine Übernachtung gemacht haben, fanden wir es immer ein bisschen schwierig, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt als Beispiel 50 € nehmen, da ist Strom mit drin. Wir brauchten gar keinen Strom in der Nacht, sondern wollten einfach nur kurz übernachten und dann weiterfahren. Neben uns der Gigaliner, sage ich jetzt mal, der die ganze Nacht die Klimaanlage laufen hat, wo wir den Strom mitbezahlen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen das ein bisschen fairer gestalten, dass unsere Gäste wirklich nur das bezahlen, was sie verbrauchen. Ja, jetzt müssen wir vielleicht eins sagen, euer Platz ist noch nicht ganz fertig. Ich habe es gesehen, es sind noch Container für sanitäre Anlagen, stehen noch auf dem Platz. Ja, da gab es ein Problem. Ja, da gibt es seit langem ein Problem. Das ist so ein bisschen, seit 2 Jahren warten wir auf unsere Original-Waschcontainer oder Waschhäuser. Und damals, wir sind ja der Pächter, die Verpächter ist die Stadt Lemgo. Und die haben damals diese Objekte ausgeschrieben und da gab es sehr große Unstimmigkeiten mit dem damaligen, der den Zuschlag bekommen hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Derjenige ist natürlich nicht geworden, da wird prozessiert weiterhin und somit mussten wir uns auf die Reise begeben, einen neuen zu finden. Und wir sind jetzt in den letzten Zügen und hoffen, dass wir dann, ich schätze mal Mitte, Ende Juli, endlich unsere Waschhäuser hier stehen haben. Ja, okay. Das zeige ich ja alles im Video gleich noch und dann können die Leute sich das alles anschauen. Sind jetzt Baustellen hier, ist aber kein Thema. Also ich habe bisher keinen Krach gehört. Genau. Das ist ja immer so ein bisschen, wir sind jetzt auch kurz vor Pfingsten. Ich denke, dass doch einige kommen werden hier. Ja, wir sind jetzt wieder mal ausgebucht dieses Wochenende. Das freut uns sehr. Wir waren auch letztes Wochenende schon ausgebucht. Also diese neuralgischen Wochenenden mit den Feiertagen, da sind wir immer sehr gut gebucht. Und da sorgen wir natürlich dafür, dass die Baustellenmitarbeiter dann in der Zeit nicht da sind, beziehungsweise früher abreisen dann, genau.
Okay, ihr habt das ganze Jahr geöffnet? Wir haben 365 Tage im Jahr geöffnet, 24/7. Wir machen das so, da unser Bereich in 2 Teile aufgeteilt ist, einmal die Regenstorwiese und die Schlosswiese, werden wir das im Winter so machen, dass wir die Regenstorwiese 365 Tage geöffnet haben, inklusive der Waschhäuser, und den hinteren Bereich schließen wir dann. Ja. Genau. Gut, wir stehen hier vor einem kleinen Gebäude. Was ist hier alles drin in diesem Gebäude? Ja, das ist eigentlich, oben drüber steht Heimat Camping, damit man uns auch findet, aber hauptsächlich ist es das Gebäude von unserem Havinus Weinzimmer. Also ich bin beruflich ja im Weinvertrieb und viele Freunde und Bekannte haben immer gesagt, Mensch, du verkaufst an Sterne-Restaurants, Hotelketten etc., aber wir können bei dir keinen Wein kaufen. Und da haben wir die Gelegenheit genutzt, damals, als wir uns beworben haben, dieses leerstehende ehemalige Tankstellengebäude umzubauen zu einem Weinzimmer. Und jetzt kann man hier Wein, Spirituosen etc. kaufen. Und zwar nicht nur unsere Gäste, sondern alle Lemgo und Umland kann hier einkaufen und sich eindecken. Wunderbar. Was diesen Stellplatz in Lemgo auch ausmacht, ist die Nähe zur Stadt. Die Altstadt ist nur wenige 100 Meter vom Stellplatz entfernt und somit zu Fuß sehr schnell zu erreichen. Lemgo hat etwa 40.000 Einwohner, wie schon gesagt, eine sehr gute historische Altstadt, kaum was zerstört worden im Zweiten Weltkrieg. So gibt es hier sehr gut erhaltene Gebäude, historische Gebäude. Es gibt natürlich in der Stadt Cafés, Restaurants, alles sehr schnell vom Stellplatz aus zu erreichen. Wer jetzt gerne mal mit dem Fahrrad fährt, so wie wir, das ist hier natürlich auch möglich. Gibt jede Menge Fahrradwege, alles flaches Land hier. Und hier stehen wir zum Beispiel vor einem Beachclub mit einer schönen Lage direkt am Fluss. Hier kann man, wenn man möchte, vielleicht seinen Sundowner trinken. Auch dieser Beachclub ist nur wenige 100 Meter vom Stellplatz entfernt. Auch hier haben wir wieder eine ausgiebige Radtour bzw. Geocache-Tour gemacht. So haben wir so ein bisschen auch die nähere Umgebung hier kennengelernt. Es gibt hier in Lemgo ausgewiesene Radtouren. Wer also jetzt längere Touren machen will, der gebe bitte auf die Seite der Stadt Lemgo, dort auf die Touristinformation. Dort gibt es diese Radtouren, die kann man sich runterladen. Dieser Stellplatz hat noch eine Besonderheit und das erklären uns jetzt die Betreiber. Nicht mehr so lange reden, nein, machen wir so. Ja, jetzt haben wir die Ehefrau, ist auch dabei. Sag uns kurz deinen Namen. Yvonne. Yvonne, hallo Yvonne. Du machst das hier mit oder bist hier mit zuständig auf dem Stellplatz? Ja, das ist ein Familienprojekt. Also wir alle 4, unsere beiden Söhne und wir beiden betreiben den gemeinsam, ja. Ja, schön. Jetzt stehen wir vor eurem, ja, wie sagt man, Havinus Weinzimmer. Havinus Weinzimmer. Genau, meine Agentur heißt Weinagentur Havino und deswegen haben wir daraus Havinus Weinzimmer gemacht. Hanning, und dann Vino, Wein. Abkürzung. Ja, genau, alles klar. Havino. Okay. Ja, und da mischst du auch mit. Ja, ich habe jetzt nicht die Kernkompetenz in Wein, aber mir gehört so ein bisschen die rechte Seite da, die Deko-Ecke fürs Wohnmobil oder für den Wohnwagen oder auch für die Bürgerinnen und Bürger von Lemgo. Ja, da gehen wir gleich mal rein, gucken wir mal. Also hier hattest du vorhin schon gesagt, nicht nur für Camper hier wird Wein verkauft, sondern auch an die Leute aus der Stadt hier. Die Lemgoer, genau. Lemgo, Richtig. ja, okay. Richtig, genau. Ja, wir gehen mal rein und gucken mal. Sehr gerne. Ja, passt. Der Tisch hat schon so einiges Leben. Ja, ich würde gerne noch was zu unserem Logo erzählen. Ihr seht hier das H, was einmal für Heimatcamping steht, aber auch für Hanning, die Familie Hanning. Aber dieses H ist so gestaltet, dass es ein Pausezeichen ist. Und das heißt auch unser Mailpasswort, sage ich mal, Hashtag mach mal Pause. Und dadurch geht der Bogen der Bega, weil wir hier an der renaturierten Bega unseren Stellplatz haben. Und haben wir so alles in einem gestaltet.
Hanning, Heimatcamping, Hashtag mach mal Pause am Fuße der Beger. Jetzt ein paar Worte zu dem Wein, den du hier jetzt anbietest. Ist für alle was dabei? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben internationale Weinauswahl hier von Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, Südamerika, Nordamerika ist alles dabei. Genau. Okay, da kann man sich dann was aussuchen und du berätst dann natürlich auch, wenn es Fragen gibt. Genau, wir haben ja auch nette Mitarbeiterinnen, die hier tagtäglich den Wein für uns mit verkaufen. Da mein Büro aber im Gebäude ist, bin ich auch ständig vor Ort und kann beraten, wenn jemand dazu eine Frage hat. Aber vor allem ist es wichtig, mittlerweile hat sich herausgestellt, die Weinpräsente für uns und unsere Gäste vom Campingplatz, für die Lemgoer, das läuft bei uns sehr gut. Dann vielleicht noch eins, und zwar, da wollen wir vielleicht noch kurz drüber sprechen, es gibt eine App, wo man drüber buchen kann. Genau. Sag mir den Namen der App. MyStop24. Ja. Und über die kann man vorab Plätze reservieren. Die wird auch weiterhin optimiert, kundenfreundlicher geht immer und da muss man sich ein bisschen durchklicken. Du hattest es selber auch schon gesagt, es war nicht ganz so einfach, aber wir haben gleich heute in 2,5 Stunden wieder ein Meeting mit den IT-Leuten von dieser App, um da unsere Verbesserungsvorschläge einzubringen. Ja, aber es ist auch kein Problem, man kann auch ohne die App zu nutzen hier anreisen. Wir haben das ja gesehen, der Check-in-Automaten ist da, der lässt sich dann auch so ohne weiteres nutzen. Genau, der lässt sich einfach nutzen. Was bei uns allerdings, das gibt das Buchungssystem nicht her, das fragen uns ganz viele. Wir hätten gerne, wenn Sie sich im Vorfeld unseren Platz angeguckt haben, wir hätten gerne Platz Nummer 27, 35 oder ähnliches. Man kann bei uns nur die Kategorien buchen und dann schaut man sich zum Beispiel, wenn man die Kategorie Komfortstellplatz gebucht hat, den schönsten Platz an und nimmt den dann. Ja, okay, ist ja alles so okay. Wichtig ist, dass man rauffahren kann und Platz findet. Genau, richtig. Okay, danke euch beiden Sehr gerne. Für das nette Gespräch und wünsche euch viel Erfolg mit eurem schönen Stellplatz. Vielen Dank. Also auch ein Stellplatz für Weinliebhaber. Beim Campen spricht man ja auch gerne mal mit seinen Nachbarn und das habe ich in diesem Fall auch getan. 2 Camper, mit denen ich kurze Worte gewechselt habe. Ja, erzähl mal, bist du das erste Mal hier? Wir sind das erste Mal hier, genau. Wir Ja. haben auch erfahren, dass das jetzt hier alles renoviert wurde und so weiter. Das ist wunderschön hier. Ja. Ja, eine Stadt beim Bauch, eine wunderschöne Altstadt. Ja. Ganz prima. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Höxter. Höxter. Ja. Ja, das ist ja nicht so ganz weit. Nee. Wollt ihr länger hier bleiben? Bis morgen und dann fahren wir. Wir machen immer so Kurzurlaube. Ja. Na? Ja, das haben Beide wir. berufstätig und da hat man halt Ja. nicht immer so viel Zeit. Okay. Na? Wünsche euch noch einen schönen Aufenthalt. Ja, und Alles auch. Gute. Ja, Ja, Ihnen ciao. auch. Danke, ciao. Nach 2 Übernachtungen sollte es für uns weitergehen. Wir müssen noch entsorgen und aber erstmal den Platz verlassen. Die Entsorgung ist nämlich außerhalb des Stellplatzes. Wir waren 2 Nächte hier, haben pro Nacht 25 € bezahlt. Darin enthalten wir auch die Sanitärnutzung, die wir allerdings nicht genutzt haben. Strom und Wasser muss extra bezahlt werden. Um den Platz zu verlassen, um die Schranke zu öffnen, müssen wir die Karte nutzen. Da gibt es hier diesen kleinen Terminal, da hält man die Karte dran und dann öffnet sich die Schranke und man kann den Platz verlassen. Die Ende- und Versorgung ist großzügig, man kann diese Rinne durchfahren. Die ist also auch dafür ausgelegt, dass schwere Fahrzeuge dort durchfahren können. Und natürlich ist es dann einfach hier zu entsorgen. Wer die Kassette entleeren möchte, der nutzt hier die Camper Clean Anlage. Die habe ich ja schon mal in einem Video vorgestellt. Ich verlinke das hier nochmal, wer sich das anschauen möchte. Wichtiger Punkt, man hat ja beim Einchecken diese Karte bekommen, die gibt man am Ende wieder zurück. Die fügt man hier wieder in den Automaten ein und erhält dann die Gebühr von 5 € automatisch wieder zurück. Das war die Vorstellung des Heimatcamping Lemgo, den wir auf unserer Reise in die Schweiz besucht haben. Das soll es mal wieder gewesen sein. Wie immer sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Freue mich über einen Daumen nach oben. Freue mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ansonsten bye bye, bis zum nächsten Mal.